Konstantin! Was ist denn? Es ist nach 12. Ich bin gerade mittendrin. Aber du weißt doch, was der Arzt gesagt hat. Ich muss mich auf morgen vorbereiten, Charlotte. Aber ich... Es ist wichtig. Elementar wichtig. Ja, ich weiß. Was denn noch? Du machst dich noch kaputt, Konstantin. Versuch bald ins Bett zu kommen, bitte. Hallo? Hallo? Ist hier jemand? Hallo? Hey! Entschuldigen Sie, Herr Professor, Ja, entschuldigen Sie, Antoine mein Name. Ich bin der Schriftführer Ihrer Vernehmung. Ein seltsamer Ort für diesen Zweck. Leiden die vielleicht unter Platzmangel bei den Genfer Ermittlungsbehörden? Nein, aber unsere Ermittler weichen gerne hierher zur Befragung aus, wenn es dramatisch wird. Es ist dramatisch. Nun ja, es geht schließlich um 23 Menschenleben. Ja, und genau deswegen wundert mich dieser seltsame Ort. Nun? Ja? Es ist kalt. Ach so, natürlich. Ich zieh weg. Wir sind drüben, Sie werden sehen, da ist es gemütlicher. Herein in die gute Stube. Sagen Sie mal, ist das Ihr Ernst? Ich bin zu einer offiziellen Vernehmung der Schweizer Staatsanwaltschaft geladen. Mit Vertretern der Botschaften von Österreich, Frankreich und Deutschland. Was soll das hier werden? Ein konspiratives Treffen? Ich denke, dass man Ihnen bald diesen seltsamen Rahmen hier erklären wird. Einen Kaffee? Danke. Mir wäre es nur lieb, wenn es hier etwas... Ach, der Fleck. Das ist die Pflaumenmarmelade von Mama. Mir ist hier vor 2 Wochen ein Glas davon runtergefallen. Doof. Na sowas. Monsieur Tic-Tac hat keine Lust. Ich habe ihn Monsieur Tic-Tac genannt. Sie werden gleich hören, warum. Voilà. Monsieur Tic-Tac. Sind Sie nervös, Herr Professor? Bitte? Nervös. Wegen Ihrer Befragung. Mysteriös das Ganze. Ich konnte es gar nicht glauben. Wussten Sie, dass ich nicht einschlafen konnte, nachdem ich es in den Nachrichten gehört hatte? Ja. Aber das soll Sie jetzt nicht verrückt machen. Halten Sie sich einfach an die Wahrheit. Das kommt bei den Ermittlern immer gut an. Mach ich.
Name Karus, Vorname Konstantin, akademischer Titel Professor, geboren am 12.03.1954 in Berlin, Beruf Physiker, Fachgebiet Quantenphysik, Familienstand verheiratet. Sie arbeiten im Forschungszentrum CERN in Genf an einem neuen Teilchenbeschleuniger, dem LHC. Tatsächlich Pflaumenmarmelade. Ja, von Mama. Sieht aus wie Blut. Einen unheimlichen Beruf haben Sie. Habe ich gelesen. Sie kümmern sich um Geheimnisse, nicht? Abracadabra, dreimal schwarzer Kater. Woraus ist das alles hier gemacht? Woraus bin ich gemacht? Woraus Monsieur Tic-Tac? Sie erforschen das. Das ist aufregend. Ja, aufregender jedenfalls als Börsenkurse oder Fernsehen oder was weiß ich. Es gibt Menschen, die sich ihr Leben lang nur für Börsenkurse interessieren. Oder für Schuhe. Mein Schwager interessiert sich nur für Schuhe. Er hat einen kleinen Laden in der Stadt und verkauft Schuhe. Er redet über Schuhe, liest alles über Schuhe. Und hat eine Frau geheiratet, die immer mehr wie ein Schuh aussieht. Wussten Sie eigentlich, dass es Schuhe aus Pferdeleder gibt? Nein. Ich auch nicht. Aber es gibt sie. Verrückt, nicht wahr? Pferdeleder. Ist wirklich unglaublich, Antoine. Soll ich Ihnen ein Geheimnis verraten? Ein unheimliches Geheimnis aus der Quantenphysik? Sie, Ihr Pferdelederschuh und Monsieur Tic-Tac sind letztendlich aus demselben Stoff gemacht. Also treten Sie nicht immer so fest. Sophia Deckers, Kripo Genf. Guten Tag. Wir haben telefoniert. Ja, richtig, freut mich. Na, Antoine? Frau Deckers? Wussten Sie, dass es Schuhe aus Pferdeleder gibt? Ja, das hast du mir schon erzählt. Du brauchst es mir also nicht nochmal zu erzählen. Ach, habe ich das schon? Ja? Die ist neu. Die ist für Sie. Extra. Das ist wirklich sehr aufmerksam von dir, Antoine. Danke. Ich fange dann mal an. Ach, entschuldigen Sie bitte, wollen Sie auch rein? Danke. Aber ein Wasser wäre nett. Gläser? Hinter den Kaffeetassen. Voilà. Danke. Ach so. Ich darf Sie noch ein wenig um Geduld bitten.
Wir müssen noch auf Herrn Staatsanwalt Rubin Spektor warten, um mit der offiziellen Befragung anfangen zu können. Wie? Was soll das heißen? Sonst kommt niemand mehr? Nein, sonst kommt niemand. Wir dachten, dass Ihnen ein kleiner Kreis lieber ist. Aber wir stehen natürlich über Antoine im direkten Kontakt mit allen involvierten Dienststellen und Regierungen. Das ist eine Gymnastik. Aha. Zu spät. Ja, ich weiß. Guten Tag, Herr Professor. Spektor, Staatsanwalt. Guten Tag. Entschuldigen Sie bitte diesen ungewöhnlichen Ort. Ja, ich habe mich auch schon gewundert. Das denke ich mir. Aber in Anbetracht des großen Medieninteresses schien es uns geraten, keinen offiziellen Platz für Ihre Befragung auszuwählen. Frau Kollegin? Da Sie auf anwaltlichen Beistand verzichtet haben, hoffe ich, dass wir diese Sache hier schnell und unkompliziert zu einem guten Ende bringen können. Bonjour, Antoine. Pferdeleder. Sehr schön, Antoine. Wenig Fakten für so eine unglaubliche Geschichte. Ich denke, dass die wirklichen Fakten erst nach dem Gespräch auf den Tisch kommen werden. Bitte. Sie erlauben? Vorgestern Abend haben Sie gemeinsam mit 23 anderen Wissenschaftlern den Kontrollraum des Teilchenbeschleunigers LHC betreten. Zur Nachtschicht, ja. Als Ihre Schicht gestern früh endete, waren Sie völlig alleine. Die restlichen 23 Personen, die mit Ihnen den Kontrollraum betreten haben, sind spurlos verschwunden. Die Auswertung der Magnetkarten der Türschließanlage hat ergeben, dass Sie alle gemeinsam pünktlich den Kontrollraum betreten haben, aber nicht wieder rausgekommen sind. Nun? Nun was? Das sind die Bilder der Überwachungskamera vor dem Eingang des Kontrollraums. Das sind die Aufzeichnungen von Schichtbeginn. Und das sind die Aufzeichnungen gestern früh bei Schichtende. Wenig später kam der Putztrupp. Es war niemand mehr im Kontrollraum. Der Teilchenbeschleuniger lief unbeaufsichtigt.
Die Sachen hier haben wir im Kontrollraum gefunden. Auf dem Boden, auf den Tischen, auf den Fensterbänken. Die Besitzer dieser Gegenstände, die finden wir nicht mehr. Also bitte, was ist im Kontrollraum des LHC in der vorletzten Nacht passiert? Die ist von Matthias. Dr. Matthias Trondheim, nicht wahr? So eine wollte ich mir immer schon kaufen. Aber was die kosten? Geschmacklos. Finden Sie? Ich wiederhole die Frage von Frau Deckers, Herr Professor. Was hat sich während dieser Nachtschicht im Kontrollraum des LHC zugetragen? Und wir wüssten natürlich auch gern, wo Ihre verschwundenen Kollegen sich momentan aufhalten. Wieso? Wieso? Ist es Ihr Ernst? Man hat Ihnen und Ihren Kollegen die größte, teuerste und wohl auch unberechenbarste Maschine aller Zeiten gebaut. Viele ihrer Mitmenschen halten ihre Forschungen für sehr gefährlich. Und jetzt kommen Sie allein aus einer äußerst seltsam verlaufenden Nachtschicht, zucken mit den Schultern und sagen, wieso? Wenn man von Ihnen wissen will, wo der Rest Ihrer Truppe geblieben ist? Natürlich, ja. Bitte entschuldigen Sie. Also zunächst einmal, es besteht keinen Grund, sich irgendwelche Sorgen zu machen. Es handelt sich hier nämlich nicht um ein Verbrechen, wie Sie vielleicht meinen, sondern um ein physikalisches Phänomen. Ein Phänomen. Beam me up, Scotty? Ich fürchte, dass wir für eine Physikstunde keine Zeit haben werden, Herr Professor. Wo befinden sich Ihre 23 vermissten Kollegen? Die Nachrichten überschlagen sich und es eilt. Ach, ist alt. Ja, es eilt. Warum sind Sie dann zu spät gekommen heute Morgen? Wenn es doch so eilt. Und Sie erst. Sowas nennt man bei uns Wissenschaftlern einen faktischen Widerspruch. Da habe ich doch recht. Irgendwie, oder Herr Staatsanwalt? Nicht wirklich. Ich bin nicht halb so weltfremd, wie Sie vielleicht meinen, Frau Deckers. Wissen Sie, was ich mich frage? Ob es möglich ist, dass Sie mir hier ein gigantisches Theater vorspielen. Dieser seltsame Ort, dieser noch seltsamere Mensch. Das ist wirklich äußerst ungewöhnlich für eine offizielle Vernehmung. Vielleicht sind Sie ja gar nicht diejenigen, für die Sie sich ausgeben. Sondern? Wir sind Mitarbeiter der staatlichen Ermittlungsbehörde. Ich arbeite für die Kripo in Genf und Herr Spector ist der ermittelnde Staatsanwalt. Warum sollten wir Ihnen etwas vormachen? Vielleicht sind Sie ja Mitarbeiter eines ausländischen Geheimdienstes, die sich für die europäischen Forschungen im Bereich der neuen Physik interessieren. Wir sollten ins Präsidium umziehen. Ja, gut. Aber wundern Sie sich bitte nicht, wenn Sie morgen Ihr Foto in jeder Tageszeitung finden. Solange es nicht so komisch ist wie dies hier. Sie sehen darauf aus wie eine linksradikale Terroristin. Sehr witzig. Vielleicht sind Sie eine linksradikale Terroristin. Warten Sie, Frau Kollegin. Lassen wir den Professor doch jetzt einmal in Ruhe das physikalische Phänomen erklären, das zum Verschwinden seiner Kollegen geführt haben soll. Das kostet zu viel Zeit. Ein Umzug kostet noch mehr Zeit. Na, dann erzählen Sie. Ist sie eigentlich immer so oder hat sie vielleicht privaten Stress? Vielleicht ist sie ja unglücklich. Wird nicht genug geliebt. Das hat mich nicht zu interessieren. Werden Sie genug geliebt, Frau Deckers? Diesen Schwachsinn brauchst du jetzt wirklich nicht mitzuschreiben. Ich schreibe alles auf. Na dann, schreib's halt mit. Schon passiert. Also? Nun? Wir haben seit geraumer Zeit in der Physik das Problem, dass wir unten nicht ankommen, um es mal salopp zu formulieren. Wir erforschen immer kleinere Strukturen, finden aber letztendlich nicht das kleinste Feste. Verstehen Sie? Nein. Was würden Sie dazu sagen, wenn das alles hier reine Energie wäre, nichts als Energie? Bitte? Dann behaupten Sie also, dass die Wissenschaft noch keinen Beweis gefunden hat, dass es die Materie überhaupt gibt? Das kann doch gar nicht sein.
Ich denke, wir sollten den Professor jetzt mal seine Ausführungen zu Ende bringen lassen. Das denke ich nicht. Merken Sie nicht, wie wir hingehalten werden? Ihre Emotionalität, Frau Deckers, ist wie immer völlig fehl am Platz. Das hier ist elitäres Gerede. Wir suchen hier 23 Menschen. Daran müssen Sie mich nicht erinnern. Offensichtlich doch. Nein, das müssen Sie nicht. Das Einzige, was Sie tun müssen, ist Ihre Beherrschung wiederfinden. Und das bitte schnell. Sie nerven, wie immer. Bitte, bitte. Ich bitte Sie. Es tut mir leid, dass ich Sie gerade für diese kleine Demonstration missbraucht habe. Ich wollte, dass Sie sich streiten. Also haben Sie sich gestritten. Ich habe mir gedacht, bevor ich Ihnen das großartig erkläre, demonstriere ich es Ihnen lieber gleich. Das physikalische Phänomen, von dem ich eben gesprochen habe. Haben Sie das verstanden? Nein. Ich ahne etwas. Ja, dann sagen Sie es. Meinen Sie etwa diese esoterischen Behauptungen? Gedanken und Wünsche können sich materialisieren? Genau das meine ich. Aber mit Esoterik hat das nichts zu tun. Das ist Wissenschaft. Es ist doch ganz einfach. Wenn die Materie nichts anderes ist als Energie, dann kann man sie auch mit der Energie der eigenen Gedanken lenken. Man muss sich nur genügend konzentrieren. So redet meine Yogalehrerin auch. Und sie hat recht. Die Kraft der Gedanken ist unermesslich groß, wie Sie ja eben bemerkt haben dürften. Ich wollte, dass Sie miteinander streiten, also haben Sie miteinander gestritten. Wir streiten eigentlich immer, die Frau Deckers nicht. Das sind Taschenspielertricks. Nein, das ist Teil der Quantenphysik. Himmel. Gut. Und was hat jetzt dieser Gedankenversuch mit Ihren vermissten Mitarbeitern zu tun? Der Professor wollte vermutlich nur mal kurz alleine sein und hat sie deswegen alle miteinander heftig streiten lassen. Und als seine Kollegen dann anfingen, sich gegenseitig zu massakrieren, hat er ihnen dabei zugeschaut und die Leichen anschließend in den LHC geworfen. Wir sollten das so als Pressemitteilung rausgeben. Haben Sie einen Stift für mich? Und ein Blatt Papier? Wollen Sie mir wirklich so einen wertvollen Füllfeder hinterleihen? Nicht, dass der am Ende auch noch spurlos verschwindet. Ich habe mir diesen Füller bis jetzt immer wieder geholt. Schauen wir mal. Also, ich zeige Ihnen jetzt einmal das Seltsamste, was der Mensch bis jetzt entdeckt hat. Durch den sogenannten Doppelspaltversuch haben Kollegen von mir nachgewiesen, dass die kleinsten uns bis jetzt bekannten Teilchen unter quantenphysikalischer Betrachtung keine festen Strukturen haben, sondern wellenförmig sind. Einen Moment bitte. Warten Sie, nicht sagen. Seine Blase. Also, das reicht jetzt. Es tut mir leid. Ich hatte das schon als Kind. Wo ist der Ausgang? Bitte? Der Ausgang! Da war eben noch eine Tür. Nein? Doch. Ich bin an dieser Stelle in das Gebäude gekommen. Aha.
Ja, also wo ist der Ausgang? Wollen Sie wirklich gehen? Das sagte ich doch gerade. Machen Sie das nicht. Bitte? Gehen Sie nicht, das bringt nichts. Ach nein. Nein. Ich habe hier schon viele Leute kommen und gehen sehen. Glauben Sie mir. Viele sind zwischendurch einfach abgehauen. Aber die beiden da, die haben Sie immer wieder vorgeladen und alle, wirklich alle mussten wiederkommen. Gehen Sie nicht, Herr Professor. Sonst sind Sie spätestens morgen wieder da. Wo ist der Ausgang? Da drüben. Aber es ist reine Zeitverschwendung, glauben Sie mir. Ich mag Sie. Wirklich. Deshalb gebe ich Ihnen diesen Rat. Ich gehe auch nicht mehr auf die Toilette, das schwöre ich. Wenn das so ist. So ist es. Darf ich? Aber nur weil Sie es sind, Antoine. Das weiß ich sehr zu schätzen, Herr Professor. Wir waren bei diesem sogenannten Doppelkopfversuch stehen geblieben. Doppelspaltversuch. Natürlich. Was genau... Vergessen Sie es. Ich mache das auf direktem Weg. Also, durch diverse Versuche konnten Physiker belegen, dass die kleinsten uns bis jetzt bekannten Teilchen, die Quanten, in permanenter Bewegung sind. Ihr Aufenthaltsort ist also unscharf. Unscharf. Ja, Sie haben das richtig verstanden, unscharf. Es ist hier sehr generell gesagt alles in einem permanenten Schwebezustand. Bis, und das ist das Verrückte, bis man diese wellenförmige Energie als Teilchen betrachtet. Dann wird diese Energie zu dem, was wir feste Materie nennen. Verstanden? So ähnlich wie Wasser, das, wenn es plötzlich kalt wird, erstarrt und zu Eis wird. Das ist jetzt nicht Ihr Ernst, oder? Das ist wissenschaftlich belegt und wird inzwischen als Versuch von jedem Physikstudenten durchgeführt. Es wuselt also alles durcheinander und dann schaut einer hin. Und wenn er dann hingeschaut hat, dann wird es fest und dadurch zu unserer Realität. Also doch, beam me up, Scotty. Entschuldigen Sie bitte, aber das kann doch kein gesunder Mensch glauben. Die Kaffeemaschine zum Beispiel. Die war letztes Mal noch nicht da. Wer hat dann ihre kleinen wellenförmigen Teilchen zu der Materie dieser Maschine verwandelt? Ach, so eine ESO-Kacke. Ich habe die Maschine aus dem Internet. Sie kam in einem wuseligen Quantenkarton. Weil Sie sie kaufen wollten, oder? Ja, für Frau Deckers. Sie wollten also eine Kaffeemaschine haben. Sehen Sie? Das ist der Anfang, der Gedanke. Und Sie haben diesen Gedanken geäußert. Ich habe vor allem geäußert, dass ich von Ihnen wissen will, wo sich Ihre 23 Kollegen befinden. Mehrfach geäußert. Leider hat sich dieser Gedanke noch nicht in Materie umgesetzt. Lassen Sie Ihre Finger auf dem Tisch. Ich ertrage Ihr elitäres Gehabe nicht mehr. Und ich lasse mich von Ihnen nicht mehr länger hinhalten. Wo sind Ihre Kollegen? Wo? Träumen Sie manchmal, Frau Deckers? Wo sind Ihre Kollegen? Was ist vorgestern Nacht passiert? Ist unsere Welt in Gefahr? Natürlich träumen Sie. Auch so stark, dass Sie das Gefühl haben, als wäre alles real, nicht wahr? Als würden Sie wirklich verfolgt, hätten wirklich Schmerzen oder würden wirklich in Lebensgefahr schweben. Und? Waren Sie froh, als Sie aufwachten und merkten, dass alles nur ein Traum war? Es also gar nicht real stattgefunden hat, Frau Deckers? Wollen Sie uns verarschen? So, und jetzt ersetzen Sie meinen Traum durch meine Realität. Und Sie können erahnen, womit wir Forscher es gerade durch den Nachweis der Quanten zu tun haben. Dadurch, dass Sie träumen, entsteht in Ihnen ein Bild, das Sie zwar in dem Moment für die Realität halten, Hören Sie auf. das aber letztendlich nichts mit der Realität des Wachzustands zu tun hat. Der Betrachter des Traums ist
ist gleichzeitig sein Schöpfer. Das Gleiche gilt allerdings auch für die Realität des Wachzustands. Denn nur dadurch, dass der Betrachter die Quanten erfasst, ordnen sie sich an. Gäbe es keinen Betrachter, gäbe es also auch keine Realität, so wie wir sie kennen. Ich bringe ihn um. Ach ja? Nur, und das ist die Frage, die sich inzwischen viele Physiker stellen, wer ist dieser Betrachter? Und jetzt kommen Sie mit dem lieben Gott, nicht wahr? Nein, ich bin da auf eine andere Erklärung gestoßen. Eine andere Erklärung als Gott? Da müssen Sie allerdings sehr gut vorangekommen sein. Richtig. Also? Jetzt denken Sie doch selber mal nach, mit Ihrem hübschen Kopf. Da kommen Sie jetzt alleine drauf. Wir suchen 23 unserer Mitmenschen. Wir haben Fragen, auf die wir Antworten erwarten. Ich glaube, ich ahne, was Sie uns weismachen wollen. Weismachen. Weismachen. Vermutlich so etwas. Sie und Ihre Kollegen treten gemeinsam die Nachtschicht an. Sie experimentieren zusammen ein wenig herum und hoppla hopp, entdecken Sie etwas. Hoppla hopp. Hoppla. Aber mit der Teufelsmaschine geht etwas schief und Ihre Kollegen lösen sich in ihre Quarks auf. Quanten. Meinetwegen. Sie haben Glück gehabt und sitzen hier vor uns. Während die 23 anderen Spinner inzwischen in Wellenform um unsere neue Kaffeemaschine geistern. Gar nicht schlecht, Herr Staatsanwalt. Sehen Sie? Es gibt ja nur einen kleinen Unterschied. Ich habe etwas entdeckt, nicht meine Kollegen. Natürlich. Entschuldigen Sie. Was haben Sie entdeckt, Herr Professor? Wir haben Daten einer Teilchenkollision erhalten, an deren Hand ich beweisen kann, dass wir uns hier in einem gigantischen Traum befinden. Bitte? Ein Traum, ein schöner Traum. Natürlich völlig materiefrei. Richtig. Das ist doch fantastisch, oder? Also, das alles hier gibt's in Wirklichkeit gar nicht, hm? Es gibt noch nicht mal eine Wirklichkeit. Wissen Sie was? Ich glaube, dass Sie drogensüchtig sind. Moment bitte. Sie wollen also durch den Verlauf eines Experiments im LHC erfahren haben, dass wir uns hier in einem Traum befinden. In wessen Traum? In meinem natürlich. Natürlich. Dieser Beweis. Wie genau muss ich mir das vorstellen? Ein Geistesblitz. Verstehen Sie? Ich bekam die Daten der letzten Kollision in die Hand und da habe ich es gesehen. Urplötzlich. Obwohl gesehen so nicht richtig ist. Es fügte sich etwas zusammen in meinem Kopf. Wissen Sie, ich habe als Physiker mit der Astrophysik begonnen. Bin dann aber sehr schnell vom Großen ins Kleine, weil mir das Große zu klein wurde. Mir war instinktiv klar, dass die Weltformel nur im Mikrokosmos zu finden sein kann, weil der ungleich komplizierter ist als der Makrokosmos. Aber es ist gar nicht so kompliziert. Es gibt keine Materie. Quanten sind reine Energie und ordnen sich so an, wie ich es will. Die Realität, die mich umgibt, wird von mir gemacht. Ich bin der Betrachter. Aha. Bleiben wir mal im Kontrollraum. Er ist der Betrachter. Verstehe. Nachdem Sie den Gedankenblitz hatten, was passierte dann? Ich war aufgeregt. Ich habe laut gerufen. Was heißt gerufen? Geschrien. Verstehen Sie denn nicht? Das ist eine Sensation. Ich konnte es beweisen. Toll. Ja, verdammt nochmal, ich konnte es beweisen! Ja, natürlich. Und Ihre Kollegen, waren die auch aufgeregt? Die? Die haben es gar nicht verstanden. Obwohl ich es ihnen erklärt habe, immer und immer wieder, aber die dachten, ich sei übergeschnappt. Ach was? Und dann? Wie und dann? Was passierte dann? Haben Sie Ihre Kollegen beschimpft oder haben Sie... Nein, ich habe sie verschwinden lassen. Was bitte verstehen Sie unter verschwinden lassen? Das habe ich Ihnen doch eben erklärt.
Ich habe beschlossen, dass ich diese Menschen nicht mehr in meiner Realität haben will. Und paff, weg waren sie. Sie waren weg, ohne Paff. Und das sollen wir ihnen glauben. Natürlich. So wie ich Sie eben habe streiten lassen, habe ich meine Kollegen verschwinden lassen. Da haben wir eben ja noch mal richtig Schwein gehabt, was, Frau Kollegin? Sie lachen. Seien Sie froh, dass ich lache. Wenn ich Sie ernst nehmen würde, wären Sie ab morgen früh in der geschlossenen. Ich spinne, ja? Und wo sind dann meine Kollegen? Hm? Wo? Würden Sie so freundlich sein und mit mir kommen? Den Gefallen sollten wir ihr tun, nicht wahr? Hey. Kommen Ihnen diese Damen und Herren hier bekannt vor? Da haben Sie sich aber Mühe gegeben. Respekt. Sind das Ihre Kollegen, mit denen Sie in der Nachtschicht waren? Ja. Schauen Sie sich die Fotos noch mal ganz genau an. Auch die kleinere mit. Wozu soll das gut sein? Ich möchte, dass Sie noch mal über Ihre Formulierung des Verschwindenlassens nachdenken. Nun, Nun was? Sie können doch unmöglich so oberflächlich sein und die Angehörigen Ihrer Kollegen mit der lapidaren Behauptung, ich habe sie verschwinden lassen, einfach so weiterleben lassen wollen. Sie können doch unmöglich so herzlos sein. Ein Traum. Wir befinden uns in einem Traum. Wann begreifen Sie das endlich? Sie sollten Ihre Emotionen nicht an einen Traum verschwenden. Das war eindeutig, nicht wahr, Frau Kollegin? Antoine! Ja? Hast du das alles mitbekommen? Ja? Wo sind diese Leute, Herr Professor? Das habe ich Ihnen doch eben erklärt. Das kann nicht sein. Ach nein. Nein, Geben wir es auf, Frau Deckers? das hier ist Hubertus Mager, 45 Jahre alt. Nein, Sie zeigen gerade auf Thomas Beck. Mager ist eins weiter links. Dann ist eben das hier Hubertus Mager. Er hat 2 Kinder und eine... 2 Kinder, ich weiß. Und eine Frau. Wollen Sie jetzt auf die Tränendrüse drücken? Glauben Sie wirklich, ich trete von einer wissenschaftlichen Sensation zurück, weil Sie mir hier die persönlichen Schicksale meiner Ex-Kollegen vorbeten? Was soll das? Ich will wissen, wo diese Menschen sind. Dafür werden Sie bezahlt, ich weiß. Das sind Menschen, verstehen Sie Schicksale? Das sind Energieformen in meinem Geist. So wie Sie und Sie. Hören Sie bitte mit diesem Schwachsinn auf. Das hier ist die Realität. Dieser junge Mann hier wartet auf seinen Vater. Auf seine Mutter. Das ist der Sohn von Caroline Saalmann. Sein Vater ist seit 5 Jahren in Amerika. Naja, das ist der kleine Timmy. Caro hat ihn häufiger mitgebracht, wenn Schulferien waren. Ich denke, es reicht, oder? Warum will sie nicht begreifen? Das kann ein normaler Mensch nicht begreifen, Herr Professor. Sie glaubt mir nicht, das ist das Problem. Und Sie glauben mir auch nicht. Ja, ja. Sie müssen sich von Ihren bisherigen Vorstellungen lösen.
Sonst können Sie dem nicht folgen, was ich erforscht habe. Aber ja. Sie sind eine sehr schöne Frau. Und Sie nerven. Ich würde jetzt gerne veranlassen, dass Herr Professor Karus in der psychiatrischen untersucht wird, Frau Deckers. Ich bin also verrückt. Ich bin einverstanden. Gut. Tatsächlich. Sie schreiben alles mit. Das kann er wie kein Zweiter. Antoine? Moment mal, was haben Sie denn da geschrieben? Herr Professor Karus schaut Frau Deckers auf den Hintern. Ja. Ich möchte, dass dieser Satz sofort aus dem Protokoll entfernt wird. Erstmal habe ich das nicht getan und zweitens waren Sie gar nicht im Nebenraum, um das so genau... Sie haben mir auf den Hintern geschaut. Stimmt. Ich möchte, dass Sie diesen Satz aus dem Protokoll entfernen. Pardon, das darf ich nicht. Ich schreibe hier auf, was gesagt und was getan wurde. Die Wahrheit. Nichts als die Wahrheit. Das ist meine Aufgabe. Moment. Und Sie haben das nun mal getan. Wieso geht da jetzt keiner hin? Aber ich werde natürlich auch Ihren Widerspruch aufschreiben. Herr Inspektor hier. Veranlassen Sie bitte eine psychiatrische Untersuchung durch Professor Dr. Ilnicki. Professor Ilnicki. Das war einer meiner Kollegen beim letzten Seminar über die Hirnforschung. Der kann was. Gut. Ich warte auf Ihren Rückruf. Ich verrate Ihnen jetzt einmal bis zu Ihrer Einweisung meine Theorie in dieser mysteriösen Sache, Herr Professor. Es ist eine gemeinsame Aktion, nicht wahr? Sie und Ihre Kollegen brauchen vermutlich weitere Mittel für Ihre Forschung. Aufgrund der Wirtschaftskrise fallen diese Mittel geringer aus als erwartet. Sie planen also einen Pressecoup, um auf sich und Ihre Arbeit aufmerksam zu machen. Das ist gar keine schlechte Idee. Sie lassen Ihre Kollegen verschwinden. Besser gesagt, die Herrschaften verstecken sich selbst und schicken Sie als Überbringer Ihrer abenteuerlichen Fantasien vor. Es hat sich niemand versteckt. Nein? Nein. Wie schon gesagt, ich habe sie nicht existent gemacht. Ach, hören Sie doch mal dem Schwachsinn auf. Das ist die wohl mit Abstand dämlichste Erklärung für ein Verbrechen, die ich meiner gesamten Berufszeit gehört habe. Und die ist lang. Okay. Dann träumen wir jetzt mal zusammen Ihren Traum. Wir beide. Ich wünsche mir von Ihnen einen Beweis. Lassen Sie den doch mal eben verschwinden. So wie Sie Ihre Kollegen verschwinden gelassen haben wollen. Ich möchte diesen Füller nicht verschwinden lassen. Ach nein. Das ist doch viel zu schön. Die schönen Dinge lasse ich in meiner Realität. Sie haben also Skrupel, einen Füllfederhalter verschwinden zu lassen. Und bei Ihren Kollegen hatten Sie keine? Offensichtlich nicht. Sie sind im höchsten Grade manisch.
mein lieber Karus. Egomanisch. Ich geb's auf. Was machen die so lange rum? Höchste Zeit, dass dieser Clown hier mal eingehend untersucht wird. Das löst aber unser Problem nicht. Wo sind die restlichen Wissenschaftler? Vermutlich ist es so, wie ich gesagt habe. Die Herrschaften tummeln sich in irgendeinem Versteck und lachen sich tot. Das glaube ich nicht. Das würden sie ihren Familien nicht antun. Die stecken mit unter der Decke. Ich denke... Verschwinden lassen möchte ich diesen schönen Füller nicht. Aber vielleicht reicht ja auch diese kleine Demonstration. Und? Sehen Sie irgendwo feine Schnürchen? Gut. Ich nämlich auch nicht. Was jetzt? Das ist... Manisch. Ich weiß. Erinnern Sie sich eigentlich noch an Ihre Asthmaanfälle, die Sie als Jugendlicher hatten, Herr Spektor? Was? Ihre Asthmaanfälle. Ich hatte nie Asthma. Doch. Sie hatten Asthma. Das haben Sie nur verdrängt. Und? Merken Sie, wie es langsam zurückkommt? Das Asthma. Sie haben Asthma. Ich würde Ihnen jetzt dringend raten, an die frische Luft zu gehen, Herr Spektor. Das hilft. Manchmal. Herr Staatsanwalt, Sie haben was vergessen. Na, na, na. Sie nehmen jetzt auf der Stelle Ihre Tasche mit. Hier ersticken. Das ist ja der Sinn des Ganzen. Herr Spektor! Das ist wirklich sehr rücksichtsvoll von Ihnen, dass Sie das draußen machen wollen. Das Ersticken. Sie haben nicht zufällig Feuer? Hinter der Kaffeemaschine müssten noch Streichhölzer liegen. So entsorgt man also Menschen.
Entsorgen ist ein hässliches Wort. Das zeigt mir, dass Sie noch nicht verstanden haben, worum es wirklich geht. Ich konnte durch unsere Experimente im CERN belegen, dass es feste Materie nicht gibt, sondern dass unsere Realität nichts anderes ist als energetische Ladung in einem Schwebezustand. Das sagten Sie bereits. Diese Energie wird erst in dem Moment zu festen Strukturen, wo ein Betrachter sie wahrnimmt. Ja, auch das sagten Sie bereits. Also ist der Geist des Betrachters der Schöpfer seiner Umgebung. Staatsanwalt Spector war demnach ein Teil Ihres Geistes. Aber ja, Warum haben Sie ihn dann zugelassen, wenn Sie ihn so unangenehm finden? Jetzt mussten Sie ihn extra entsorgen. Falsches Wort. Nicht existent machen wäre der richtige Ausdruck. Schließen Sie die Augen. Bitte? Damit ich Ihre letzte Frage beantworten kann, müssten Sie jetzt einmal Ihre Augen schließen. Na los. So. Und jetzt versuchen Sie einmal an nichts zu denken. An nichts. Ja, an nichts. Das kann ich nicht. Eben. Sehen Sie, der menschliche Geist hat es nun mal so eingerichtet, dass er sich permanent beschäftigen muss. Gedanken kommen und gehen. Zehntausende am Tag. Und es sind nicht nur positive. Weiß Gott nicht. Und die Summe all unserer Gedanken, also die Summe unseres Geistes, zeigt sich durch die Welt, die uns umgibt. Verstehen Sie das? Sie wollen sagen, dass Staatsanwalt Spector das manifestierte Resultat einiger Ihrer negativen Gedanken ist? Wahr. Natürlich wahr. Sie sehen ja, man kann gezielt gegen seine negativen Gedanken vorgehen. Herr Spector ist nicht mehr da. Sie rauchen noch seine Zigaretten. Die übrigens scheußlich schmecken. Wissen Sie, was ich mich die ganze Zeit frage? Nein. Welche Gedanken sich von mir zu Ihnen verdichtet haben. Oder sollte ich besser sagen, Gefühle? Woher kennen wir uns? Ups. Das könnte unser guter Professor Ilnicki sein. Sie reden von Gefühlen. Davon haben Sie reichlich wenig gezeigt. Was soll das? Lassen Sie mich durch. Nein. Das ist Nötigung und Freiheitsberaubung. In Ihrer kleinen Welt vielleicht. Sie werden mich jetzt sofort... Ich werde gar nichts. Sie werden. Sie lassen mich jetzt sofort durch. Nein. Na, warte. Worauf, hä? Auf meinen ersten Asthmaanfall? Oder wollen Sie mich jetzt auch nicht existent machen wie Ihre bedauerlichen Kollegen? Die Größe, die Realität so zu ertragen, wie sie ist, haben Sie offensichtlich nicht. Du bist unheimlich hübsch. Vor allem, wenn du sauer bist. Es tut mir leid. Ich wollte nicht grob sein. Sie könnten mir einen Gefallen tun. Ich habe seit Jahrzehnten nicht mehr getanzt. Seit meinem Autounfall. Einen Tango. Hier und jetzt. Mit mir.
Sie würden mir wirklich einen Gefallen tun. Ich tanze nicht mit Psychopathen. Doch du willst tanzen. Tango. Mit mir. Komm her, du Kratzbürste. Und? Tanz mit mir. Du bist scharf, hm? Auf mich. Hm? Sag es. Ich bin scharf auf dich. Lauter. Ich bin scharf auf dich. Ja, das hört sich gut an. Wir werden reisen. Magst du Schiffe? Ich mag Schiffe. Die Queen Mary. Nur wir beide an Bord. Und über 200 Leute zu unserer Bedienung. Und in New York lassen wir die Bevölkerung antreten zur Konfetti-Parade. Weil ich es will. Ole! Hola! Mir wird warm. Dir auch. Ja. Küss mich. Und du hörst jetzt mal auf. Aufhören, habe ich gesagt. Raus jetzt! Sei vorsichtig, Antoine. Der Herr hier verteilt Krankheiten. Ganz so einfach ist es nicht, Herr Professor. Schöne Musik. Erstmal. Halt! Das ist gegen die Regel. Nein, ist es nicht. Er hat mich angegriffen, er wollte mich töten. Er hat dich zwar angegriffen, aber du hast nur zum Schein mitgespielt. Wirklich verletzt wurdest du nicht. Was sollen diese Spitzfindigkeiten? Wenn du jetzt auf ihn einschlägst, dann ist das Aggression und keine Verteidigung. Das darfst du nicht. Dir ist wirklich nicht mehr zu helfen. Willst du dieses egozentrische Arschloch jetzt noch verteidigen? Noch ist das Urteil nicht gesprochen, noch ist er auf neutralem Boden. Gut. Dann lass uns jetzt den Bericht fertig machen. Ich fange mal an, okay? Ich glaube, dass es eindeutig ist, dass Konstantin Karus nicht nur ein außergewöhnlich guter Physiker, sondern leider auch ein Mensch mit wenig Hemmungen ist. Einwände? Was ist... Maul halten, Sie hatten Ihre Zeit, Karus. Er ist ein Mensch, der seine eigene Befriedigung über das Wohl seiner Mitmenschen stellt. Eindeutig belegt durch seine Aussagen im Nebenraum. Hast du das? Hat er schon mal etwas nicht gehabt? Mach's kurz, ich bin bedient.
Karus geht offensichtlich im Ernst davon aus, dass es ihm möglich ist, Menschen verschwinden zu lassen, wenn sie ihm nicht in den Kram passen. Trotz mehrmaliger Aufforderungen und Hinweise auf die persönlichen Schicksale und das familiäre Umfeld seiner Kollegen weigert er sich, deren Aufenthaltsort mitzuteilen. Ergo, er ist gefühlskalt und hochgradig egoman. Moment, es ist zu pauschal. Konstantin Karus ist von seiner wissenschaftlichen Arbeit fasziniert. Und dadurch sozial wohl etwas eindimensional geworden. Das belegt aber noch keine Charakterschwäche. Ich bitte dich. Dieser Typ hier. Viele in einem Bereich überdurchschnittlich begabte Menschen entwickeln egozentrische Züge. Aber wo wäre die Menschheit ohne sie? Geht sein Verständnis für überdurchschnittliche Menschen so weit, dass die ihre Mitmenschen verschwinden lassen dürfen? Du hast recht. Es ist ein schwieriger Fall. Er hat es schwer. Er ist behindert, deswegen. Viele Menschen sind behindert. Manche wesentlich schwerer als dieser Psychopath hier. Und eine Behinderung ist keine Entschuldigung für unmenschliches Denken und Handeln. Naja, aber er ist sehr intelligent. Intelligenz kann für einen labilen Menschen eine große Belastung sein. Er musste seinen inneren Drängen nachgehen und hat sich verlaufen. Mit diesem Argument kannst du sogar Goebbels verteidigen. Dieser Fall hier ist eindeutig. Oder hast du den Tango schon vergessen? Antoine, was ist das hier? Pferdelederschuhe. Das habe ich Ihnen doch schon gesagt. Nein! Was das hier zu bedeuten hat. Die Ermittler haben Ihnen freien Lauf gelassen, Herr Professor Karus. Um zu wissen, was Sie für einer sind. Was geht hier vor? Ich will jetzt auf der Stelle wissen, was hier vor sich geht. Das hier ist die Realität, Herr Professor. Kannst du mal bitte vorlesen, was sich wirklich im Kontrollraum in der Nacht vom 13.01. auf den 14. zugetragen hat, Antoine? Natürlich. Hier. Nicht die 23 anderen Mitarbeiter der Nachtschicht sind verschwunden, sondern unser Herr Professor Karus. Herr Professor Karus erlitt während der Nachtschicht im CERN am 13.01. um 23:14 Uhr einen tödlichen Herzanfall und verstarb, bevor seine Kollegen Hilfe holen konnten. Das ist doch völliger Quatsch. Ich sitze hier lebendig vor Ihnen und rede mit Ihnen. Kein Quatsch. Das mag Ihnen jetzt ein bisschen seltsam vorkommen, aber Sie sind tot. Im irdischen Sinne. Das war doch vorher ganz anders. Weil wir es wollten. Sie wissen ja, wie das geht, zumindest theoretisch. Bringt nichts. Da sind Sie schon tot. Kein Grund, sich aufzuregen. Sie wissen ja, die Materie, also Ihr Körper, ist letztlich keine feste Größe. Wichtig ist die Energie, die sie ausmacht, und die ist ja noch vorhanden. Und wo soll ich dann Ihrer Meinung nach sein? Wenn ich tot sein soll? Hm? Sie sind tot. Sie befinden sich gerade auf einer Art Zwischenebene. Auf dieser Ebene wird Ihr letztes Leben abschließend bewertet. Frau Deckers und ich sind Ermittler, die genau feststellen sollen, was für ein Mensch Sie waren und für das Gericht eine Empfehlung schreiben werden. Gericht. Natürlich. Meinen Sie, Sie haben nur zum Spaß gelebt?
Deswegen war es uns wichtig, dass Sie sich und Ihre Ansichten hier möglichst unverfälscht präsentieren konnten. Wir wollten mit unserer Einschätzung zu 100% richtig liegen. Entschuldigen Sie bitte das Theaterspiel. Theaterspiel? Theaterspiel, ja. Nanu. Schöpfer Karus ist sprachlos. Schöpfer Karus schafft sich seine eigene Realität, wo er lästige Konkurrenten verschwinden lassen, mit netten Damen Tango tanzen und dann verreisen kann. Auf der Queen Mary. Das ist ein Traum. Das ist alles nur ein Traum. Mal sehen, was der Schöpfer dazu sagt. Er wird nicht begeistert sein, denke ich. Wie konnte es bloß so weit kommen? Sie hatten so gute Anlagen. Sehr gute Anlagen. Nur nicht die Hoffnung aufgeben, Herr Professor. Alles Gute. Sie wissen ja, Herr Spektor, der Schöpfer ist oft sehr gnädig. Auch zu denen, die meinen, ihre Realität über die seine stellen zu können? Wohl kaum. Naja, bleibt abzuwarten. Schade. Sehen wir uns gleich? Ja. Wir müssen noch den nächsten Fall besprechen. Ich weiß. Dann warten Sie. Warten Sie! Ich bringe Sie noch rüber. Was heißt rüber? Ich will da nicht hin. Lassen Sie mich. Ich will da nicht hin. Hören Sie, das vorhin, das war doch nicht so gemeint. Natürlich waren mir meine Kollegen wichtig. Aha. Und das mit dem Asthma, ich meine, dass ich das mit Ihnen gemacht habe, das war doch nur ein Spiel. Ich habe doch genau Zu gemerkt, spät. dass... Leider. Hören Sie das? Ich weiß wirklich nicht, was das soll. Mein Gott. An den hätten Sie sich ein bisschen früher erinnern sollen. Moment. Hören Sie. Wir haben alles gehört, mir reicht's. Was wird denn jetzt aus mir? Ich meine, hier dran. Sie werden abgeholt. Und ich fürchte, ich weiß ja schon von wem. Warten Sie! Das können Sie nicht machen! Warten Sie! Hören Sie! Du träumst. Du träumst. Du träumst, Konstantin. Du träumst. Was?
arbeitest zu viel, hm? Du machst dich kaputt. Charlotte. Wir haben getanzt. Tango. Du Armer. Wir waren in so einer Art Antenne. Ja. Ja. Und haben getanzt. Es war sehr schön. Ich muss ja schrecklich getanzt haben. Du hast das ganze Haus zusammengebrüllt. Ich bin manchmal ein ziemliches Arschloch. Oder? Manchmal? Ich habe geträumt, dass ich tot bin. Und dass ich angeklagt wurde, wegen meiner Forschungen. Das ist ja furchtbar. Komm schlafen. Das kannst du mir doch alles morgen erzählen. Ich wusste, dass ich träume. Während ich geträumt habe, wusste ich es. Und trotzdem war alles so real. Ist verrückt, oder? Ja. Ist der neu? Wer? Der Füller.